Spiegel TV heute Abend. US-Forscher klonen Embryos. Menschen vom Fließband. Eichbergs Gelsenkirchener Barock. Schalke 04 im Rausch der Kohle. Er hat von diesem Geschäft, das muss ich leider so hart sagen, überhaupt keine Ahnung. Kinderkrieg im Osten. Wie rechte und linke Jugendliche übereinander herfallen. Das ist wie so eine Art Wettrüsten, ja. Erst mit Fäusten, dann mit Baseballschlägern und so weiter, ja. Gewalt, was anderes hilft nicht mehr. Meiner Meinung nach geredet wurde genug. Auf Bildungsurlaub in Israel. Safari für deutsche Rechtsradikale. Israel hat seinen Nationalstolz. Warum soll Deutschland, die Deutschen, die in Deutschland leben, auch nicht Nationalstolz zeigen können? Guten Abend, meine Damen und Herren. In der Science Fiction gab es das schon lange. Geklonte Menschen, Duplikate. Manch kranker Geist wollte Hitler posthum vervielfachen. Manch untröstlicher Oldie-Fan Elvis Presley wieder zum Leben erwecken. Jetzt haben amerikanische Wissenschaftler angeblich zum ersten Mal tatsächlich Embryos durch Teilung geklont, verdoppelt, haben so künstliche Zwillinge geschaffen. Schöne Aussichten für das Geschäft mit der wahre Mensch im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Ein Bericht von Thomas Ammann und Karin Assmann. Alte Ängste vor einer neuen Rassenlehre aus der Retorte leben wieder auf. Washington am vergangenen Donnerstag. Demonstration am Ort des Geschehens gegen das erste Klonexperiment mit einem Menschen. Die moderne Bewegung gegen unwertes Leben unterscheidet sich sehr von den Rassekundlern aus der Nazizeit in Deutschland. Unsere Wissenschaftler, unsere Unternehmen sprechen nicht von der Herrenrasse. Sie wollen nicht den blonden, blauäugigen Arier, der die Welt beherrscht. Aber sie wollen den vollkommenen, leistungsfähigeren Menschen. Diese Bewegung gegen unwertes Leben, die hier vom Medical Center der George Washington University aus ihren Anfang nimmt, hat wirtschaftliche Ziele und sie verfolgt die Idee, der Mensch könne durch Manipulation im Labor perfektioniert werden. In den letzten 70 Jahren hat sich unser Volk um 50% vermehrt, während die Zahl der Erbkranken im gleichen Zeitraum um 450% gestiegen ist. Wenn diese Entwicklung so weiterliefe, würde schon in 50 Jahren auf 4 gesunde Menschen ein Erbkranker kommen. Ein endloser Zug des Grauens würde in die Nation hineinmarschieren. Das Experiment löste weltweit Protest aus. Die beiden Urheber auf Tauchstation. Dr. Stillman hat Dienst in der Klinik und Dr. Hall muss sich jetzt wieder seiner Forschung zuwenden. Ich meine, Sie haben sich ja nicht selbst an die Medien gewandt, sondern die Medien haben Sie überrannt. Sie wollten ja eigentlich nur eine wissenschaftliche Arbeit vorstellen. 25. Oktober 1993. Stellen Sie sich vor, Forscher nehmen einen menschlichen Embryo und teilen ihn in 2, 4 oder ganz viele identische Personen. Seit heute ist das nicht mehr pure Fantasie. Dabei wurden die Forscher, die in einem Experiment einen menschlichen Embryo verdoppelt haben, heute gezwungen zu erklären, was sie alles nicht getan haben. Wir haben die Embryos keiner Frau eingepflanzt, wir hatten das auch nicht vor. Es wurde kein Kind geboren. Wir haben doch nur Methoden angewendet, die bei Tieren schon lange üblich sind. Das hat Tradition. Seit langem benutzt die Reproduktionsmedizin genau jene Verfahren der künstlichen Befruchtung, die in der Tierzucht zum Erfolg führten. Mit dem Superbullen, trickreich zur Samenspende gebracht, fing dort alles an. Das Vieh im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Seinen wertvollen Saft darf der Bulle nicht nur an eine Kuh seiner Wahl verschwenden. Deshalb wird das Sperma zwecks manueller Weiterverteilung aufgefangen. Benutzt wird es für die künstliche Befruchtung von Eizellen weiblicher Paradeexemplare, die zuvor durch Hormonspritzen zu vielfachem Eisprung angestachelt wurden. Das Ziel bei der Reagenzglasbefruchtung von Tieren ist leicht definierbar. Renate, Leni, Olga und Andrea sollen Hochleistungsnachwuchs herstellen, so viel und so oft wie möglich. Und um den Ausstoß noch zu erhöhen, kamen Züchter auf die Idee der Embryonenteilung.
Frische Embryonen von guter Qualität können mit dem Mikromanipulator geteilt werden, um genetisch identische Zwillinge zu erzeugen. Werden für die Verpackung halbierter Embryonen Hüllen benötigt, müssen unbefruchtete Eizellen bzw. degenerierte Embryonen entleert werden. Dazu wird die Eizelle mit einer Haltepipette fixiert und der Inhalt nach Eröffnung der Zona pellucida abgesaugt. Die Teilung des Embryos wird durch einen senkrechten Schnitt mit einer Mikroklinge vorgenommen. Nach beendeter Teilung wird eine Embryohälfte abpipettiert, die andere Hälfte verbleibt in der ursprünglichen Zona pellucida. Die in der Pipette befindliche Hälfte wird in die zuvor entleerte Hülle übertragen. Aus 1 macht 2. Nicht anders wurde auch der Embryo in Washington geklont. Doch der Menschenklon kam einstweilen nicht über das Zellstadium hinaus. Dagegen sind bei Kühen und anderen Tieren in den letzten Jahren reichlich geklonte Zwillinge zur Welt gekommen. Für die Tierzüchter inzwischen ein alter Hut. Nachdem diese ganze Methode, sagen wir Mitte der 80er Jahre, also voll etabliert war für die Praxis, da kamen schon wieder neue Ideen, wie man nicht nur 2 Klone produzieren kann, also ganz nur durch Teilung, sondern wie man eine größere Zahl von Klonen produzieren kann durch Kerntransfer. Das ist aber eine ganz andere Methode, auf die ich also jetzt hier nicht eingehen kann. Es ist also anscheinend so, dass der Mensch nie mit dem zufrieden ist, was er hat, sondern er möchte immer mehr und immer mehr. Aber wir können deswegen, weil vielleicht einige Verrückte, würde ich mal sagen, diese Dinge, diese Techniken, diese Methoden auf die Humanmedizin übertragen. Deswegen können wir unsere Forschung auf dem Sektor der Tierzucht nicht stoppen. Doch die vermeintlich Verrückten wissen recht genau, was sie tun. Escondido, Südkalifornien. Hier hortet Dr. Robert Graham seit 15 Jahren den Samen von erfolgreichen, gesunden und vor allem klugen Spendern. Menschlichen, versteht sich, um ihn weiter zu verteilen. Damit will der 85-Jährige zukünftige Generationen vor der Verdummung retten. In der Samenbank die Erbmasse einer spendierfreudigen Elite, darunter Nobelpreisträger. Die Anforderungen sind hoch. Der Spender muss Gesundheit und Intelligenz nachweisen und darf nicht erblich vorbelastet sein. Erst dann darf er 50 Reagenzgläser abfüllen und wird katalogisiert. IQ 98%. Hier ein absoluter Spitzenreiter. IQ 142, das ist wirklich gut. IQ 178. IQ 141. IQ nicht getestet, aber sicher sehr hoch. Er ist ein außerordentlich erfolgreicher Hightech-Forscher. Auch Adrienne Ram hat ihren Samenspender mit Bedacht ausgewählt. Ihr Ehemann ist unfähig, ein Kind zu zeugen. Hautfarbe hell, Haare dunkelbraun, üppig, kein Haarverlust. Größe 1,90 Meter, Gewicht 88 Kilo, Erscheinungsbild sehr attraktiv. Tochter Leandra, 8 Jahre, hat einen überdurchschnittlichen IQ von 145. Der Zuchterfolg hat sich erwartungsgemäß eingestellt. 156 Kinder wurden bisher mit dem Supersaft aus Dr. Grahams Samenbank künstlich gezeugt. In London gehen geschäftstüchtige Mediziner noch einen Schritt weiter. Hier im noblen Privatklinikviertel werden bereits fertig befruchtete Embryos aus der Tiefkühltruhe zum Kauf angeboten. Die Geschäftsidee: Institutsleiter Professor Kraft vermittelt überzählige Embryos, die zwangsläufig bei einer künstlichen Befruchtung anfallen, an jene Frauen weiter, die sich den Strapazen einer Reagenzglasbefruchtung nicht selbst unterziehen wollen oder können. Da wir immer mehr ungenutzte Embryos haben, gibt es das geradezu revolutionäre Konzept, Embryos ausschließlich für unfruchtbare Paare herzustellen, die sonst keine Kinder haben können. Darüber wurde noch nicht ausreichend nachgedacht, aber jetzt, wo wir in Großbritannien die erste Schwangerschaft mit einem gespendeten Embryo zustande gebracht haben, wird man darüber nachdenken müssen. Embryoadoption, ein Geschäft mit Zukunft. Das Institut von Professor Kraft bietet nicht nur diskrete Vermittlung an, sondern auch die Lagerung der Kids on Ice zur späteren gefälligen Verwendung durch die echten oder Adoptiveltern.
Die Grauzone zwischen tiefgekühlten Zellklumpen und Menschenleben beginnt im Keller der Privatklinik, das Embryolabor. Wir lagern die Embryos in flüssigem Stickstoff bei minus 195 Grad. In diesem Raum dürften wir ungefähr 10.000 Stück haben. Bis zu 5 Jahren dürfen die Embryonen in den Glasampullen nach englischem Recht auf Eis liegen. Dann müssen die genetischen Eltern über das weitere Schicksal ihrer potenziellen Kinder entscheiden. Auch die McCormacks aus London haben noch Nachwuchs in Reserve, aus jener Zeit, als die Zwillinge Jessica und Julia künstlich gezeugt wurden. Spenden wollen die Eltern ihre Embryos derzeit noch nicht. Ich möchte sie jetzt einfach noch nicht loswerden. Manchmal stelle ich mir vor, wenn jetzt einem meiner Kinder etwas zustoßen würde, dann würde ich vielleicht gern noch ein Kind haben. Man weiß ja nie, was einem das Schicksal bringt. Deshalb will ich die Embryos noch eine Zeit lang behalten. Da ist das jüngste Klonexperiment in Washington ein weiterer Schritt auf dem Horrorweg des Handels mit menschlichem Nachwuchs. Kliniken für künstliche Befruchtung sind vielleicht bald in der Lage, Interessenten einen Jugendlichen von 14 oder 15 oder 18 Jahren vorzuführen, auf einem Video und zu sagen, das Kind macht sich bisher ganz gut, es ist smart und intelligent und sportlich und Sie können sich darauf verlassen, dass es später erfolgreich sein wird. Wir haben noch 30 Kopien davon eingefroren. Sie könnten ein Exemplar erwerben. Noch mögen die Leute darüber lachen, aber denken Sie daran, als wir das erste Mal vor tiefgekühlten Embryos und der Lagerung von Sperma von Intelligenzlern gewarnt haben, da haben auch alle gelacht und gesagt, das gibt es nie. Und genau das ist alles eingetreten. So ist die altmodische Frage, was darf der Mensch, längst von der real existierenden Wissenschaft beantwortet worden. Alles, was machbar ist und Geld bringt. Eine Devise, die kleine und große Zauberlehrlinge gelegentlich ihre Kompetenz überschreiten lässt. Im Kleinen wie im Großen. Womit wir bei einem beliebten Ballspiel wären, das in seiner Ausprägung als Bundesliga fälschlicherweise zum Sport gezählt wird. Über den Geldzauberlehrling von Schalke 04 berichten Marco Berger und Marc Brasse. Schicht im Schacht 8 auf Zeche Hugo, der letzten in Gelsenkirchen. Schon immer ging es hier unterirdisch zu und schon immer ging es auch um Kohle. Doch der Rausch des schwarzen Goldes lässt langsam nach. Genauso vergänglich die Seele vom Revier Schalke 04. Katerstimmung im Kohlenpott. Schalke ist kein Thema. Ist genauso der Untergang wie der Bergbau auch. So eine Scheiße würde ich nicht 10 Mark hinlegen, um mich da auf der Tribüne hinzusetzen. Und diese Leistung wieder anzubieten. Nein, das Schlimme ist, jeder Präsident saniert sich. Unser Eichberg ist vorher Siebert, der Präsident hat er sich da auf Gran Canaria, hat sich seine Hütten gebaut. Hör mal, das ist doch nicht normal. So viel Zuschauer, das Geld ist immer weg. Wo das Geld geblieben ist, weiß nur Günter Eichberg, seit 5 Jahren Herr der Kohle auf Schalke. Scherchen, ich bin jetzt auf dem Weg nach Bullei zurück. Wenn dann noch Telefonate kommen, dann sollen die da anrufen, nicht? Doch seit 2 Wochen nimmt auch hier niemand mehr ab. Aus seinem Landhaus an der Mosel erklärte der ehemalige Kicker des SV Arminia Gütersloh vor 2 Wochen seinen Rücktritt als Präsident. Erster Klasse entflog er nach Florida. Im prominenten Ort Palm Beach kämpft der Selfmade-Mann von der Ruhr gegen den finanziellen Kollaps. Seine Erfahrung als Vereinspräsident dürfte ihm dabei wenig nützen. Er hat von diesem Geschäft, das muss ich leider so hart sagen, überhaupt keine Ahnung. Er führt einen Fußballverein und ist nicht in der Lage zu beurteilen, ob ein Spieler passt, ob ein Spieler gut ist, ob er langsam ist, welche Systeme gespielt werden oder welche Taktiken. Er hat von diesem Fußballgeschäft absolut keine Ahnung. Doch im fußballverrückten Schalke schien das niemanden zu stören. 1988 wird Eichberg Präsident von S04, Dallas in Gelsenkirchen. Heute muss ein Mann her aus der Wirtschaft, der Geld bringt, damit der Verein endlich mal wieder klarkommt. Und du bist der Richtige dafür, Eichberg. Und zunächst geht es auch bergauf mit Schalke. Wieder Aufstieg in die 1. Liga. Der Sonnenkönig vom Revier wird als Wunderheiler eines maroden Clubs gefeiert, der den Papst, den Bundespräsidenten und einen Ex-Wirtschaftsminister zu seinen Mitgliedern zählt. Um in Schalke alles unter Kontrolle zu haben, gründete Eichberg gleich nach Amtsantritt die Marketing GmbH, in der fast alle Vereinsgeschäfte von der Sponsorensuche bis zum Spielerkauf getätigt wurden. Gewinne sollten dem Club zugutekommen.
Verluste wollte Eichberg großzügig übernehmen. Das undurchsichtige Vertragswerk ließ dem durchtrainierten Finanzjongleur genügend Spielraum. Wenn gesagt worden ist, also den bezahle ich, das mache ich, da gehe ich von aus und das behaupte ich einfach, das ist nicht von Günter Eichberg bezahlt worden, das ist von der Marketing GmbH bezahlt worden. Und das ist nicht sein eigenes Geld gewesen, das sind die Werbegelder des FC Schalke 04 gewesen. Für Spitzenkicker aus dem In- und Ausland wurde Schalke zum Lohnparadies der Bundesliga. Auch der jugoslawische Stürmer Radmilo Mihajlović konnte sich Eichbergs finanziellen Avancen nicht widersetzen. Mihajlović wollte gar nicht in der zweiten Liga spielen und sie haben sich also stundenlang darüber unterhalten. Dann ist er hingegangen und hat gesagt, so, pass auf, ich verlasse für 10 Minuten den Raum hier, ja, schreibe auf, was du haben möchtest. Und da war ein Dolmetscher auch mit dabei. Dann hat Mihajlović gesagt, so, jetzt schreiben wir irgendwelche Dinge auf, die kein Mensch bezahlen kann. Ja? So, da ist er nach 10 Minuten reingekommen, hat sich das angesehen, hat gesagt, okay, wo muss ich unterschreiben, hat unterschrieben. So sind teilweise Leute verpflichtet worden. In der handschriftlichen Vereinbarung gewährte Eichberg dem Jugoslawen nicht nur ein garantiertes Jahresgehalt von 500.000 Mark plus Prämien, dazu eine mietfreie Luxusvilla und ein Mercedes 500, er spendierte auch noch ein Handgeld von $1 Million, auszuzahlen in Zürich. Den Kaiserslauterer Kicker Uwe Scherr soll Eichberg mit der Aussicht gelockt haben, 600.000 Mark auf ein Konto in Liechtenstein zu überweisen. Stimmt das, dass Herr Eichberg Ihnen 600.000 Mark gegeben hat? Ich sage nichts dazu. Das mache ich auch. Warum sagen Sie denn nichts dazu? Was soll ich dazu sagen? Ja, stimmt das denn, dass Sie 600.000 Mark so bekommen haben von Herrn Eichberg? Schönen Abend noch, ne? Tschüss. Die erfolgsträchtige Mischung aus Traumschiff, Dallas und Gelsenkirchener Barock zelebrierte Eichberg gern auch an seinem Zweitwohnsitz in Florida. Fremdländische Weine brachten den massigen Mitvierziger nur vorübergehend aus dem Konzept. Fern von Gelsenkirchen geriet der Vereinsname außer Sprechweite. F04, S04 heißt das, ne? S04. An die Kohle für sein Traumhobby S04 war Eichberg geraten in Person seiner Lebensgefährtin, einer schwerreichen Immobilienmaklerin. Mit ihr gründete er ein gewinnträchtiges Anti-Krampfader-Klinik-Imperium. Der Ex-AOK-Angestellte avancierte zum Chef. Meine Aufgabe besteht eigentlich nur darin, das, was mir ganz eindeutig einleuchtet, zu koordinieren, zusammenzufügen und dann ergibt sich ein leistungsfähiges Gesamtkonzept. Doch manchmal ging dem doppelten Boss die Übersicht verloren in seinem Imperium zwischen Kickern und Krampfadern. Im Sommer 92 orderte die Schalker Marketing GmbH bei der Bochumer Mercedes-Vertretung eine Limousine vom Typ 230e mit allen Extras zum Preis von 56.907 Mark und 89 Pfennig. Die Rechnung ging an den Verein, der Wagen aber an einen Mann, der für die Kontrolle von Eichbergs Kliniken zuständig war. Karl Schüttgens ist Geschäftsführer des medizinischen Dienstes der Spitzenverbände der Krankenkassen. Erst in der vergangenen Woche hat der Mann seinen Wagen bei Schalke bezahlt. Ähnlich großzügig erwies sich Eichberg bei der Entlohnung namhafter Trainer. In seiner Was-kostet-die-Welt-Attitüde bescherte er dem nach eigenen Aussagen erfolgreichsten Vereinstrainer Udo Lattek einen traumhaften Vertrag. Handschriftlich, wie gewohnt, wurden Cheftrainer Lattek 8.000 Mark pro Bundesligapunkt garantiert. Bei Siegen im DFB-Pokal gab es 10.000 Mark extra. Für das Erringen des Pokalsieges winkten 1,5 Millionen Mark. Für die Teilnahme am UEFA Cup nochmal 1 Million. Für einen Tabellenplatz vor dem Erzrivalen Dortmund sollte sich die Prämie auf 1,5 Millionen erhöhen. 2 Millionen für die deutsche Meisterschaft und für die ersten 6 Wochen seiner Vertragsdauer eine Pauschalzahlung von 100.000 DM. Umso bekannter die sind, umso teurer die sind, umso interessanter waren die für Günter Eichberg. Und das habe ich ja ihm auch zum Vorwurf gemacht. Nicht? Man muss wissen, welche Leute der Verein braucht. Ja? Und die brauchen nicht immer was weiß ich, 3, 5 oder 6 Millionen Mark zu kosten. Und nur da war er also ganz heiß drauf, nicht? Also diese Leute auch zu präsentieren.
Die sportlichen Erfolge lassen auf sich warten. Schalke vegetiert am Ende der Tabelle. Und der Vorsitzende des Verwaltungsrates hat auch schon bessere Tage gesehen. Wie sieht es denn aus um Schalke? Wir hoffen, dass wir sportlich wieder nach oben kommen und geschäftlich, wirtschaftlich einen gesunden Weg für den Verein gestalten können. Ich hoffe, nach all dem, was hier passiert ist, wenn unser Präsident jetzt wiederkommt, dass er sagt, wisst ihr was, meine lieben Schalker, meine ganzen privaten Sachen mit den Kliniken habe ich alles unter Dach und Fach. Jetzt habe ich wieder Zeit, ich kann wieder Präsident auf Schalke machen. Und das wünschen wir Schalke uns alle. Richtig? Das ist klar. Schalke, jetzt singen wir blau und weiß. So. Jetzt singen wir blau und weiß, ne? Du weißt, Schalke wird nie untergehen, Jungs, ne? Nein, Schalke wird wohl nicht untergehen, ganz im Gegensatz zum Kohlebergbau und zur Stahlindustrie. Da braucht man etwas, um sich dran zu klammern. Was dabei herauskommt, wenn Jugendliche nicht einmal mehr einen Fußballverein haben, mit dem sie sich solidarisieren können, ist im bundesdeutschen Osten querbeet zu beobachten. Zum Beispiel in Wernigerode, wo linke und rechte Jugendliche regelmäßig aufeinander losgehen. Ein Bericht von Markus Grün. Linke sieht man hier nicht gerne in der Leitopera von Wernigerode, dem Treffpunkt für die eher rechten Jugendlichen oder für die, die sich so nennen. Man hielt sich an die Spielregeln bis zum Freitag vergangener Woche. Bis 2 Uhr war im Objekt und um das Objekt herum Ruhe. Gegen 2 Uhr kam dann wieder eine größere Ansammlung anscheinend linker Jugendlicher, die sich dann hier vorm Gebäude versammelten und in Sprechchören die rechten Jugendlichen, die als Gäste unser Haus besucht haben, zum Herauskommen aufzufordern. Ja, haben wir in dem Moment natürlich nicht zugelassen, weil die Jugendlichen oder ein Teil der Jugendlichen, die sich hier vor der Tür versammelt hatten, mit Zaunlatten bewaffnet waren, sodass wir also eine Konfrontation vermeiden wollten. Doch das ging gründlich schief. Zuvor war ein linker Sympathisant zwischen die rechten Fronten geraten. Der Rachefeldzug der Genossen endete in der größten Straßenschlacht der Geschichte von Wernigerode. Die Polizei war erst am Ende mit der Videokamera dabei. Die Bilanz. Circa 100 Personen, Stadtgarten. Es kam hier zu größeren Ausschaltungen seit circa 2,5 Stunden. Ein ganzes Teil 6 Sachbeschädigungen, ein verletzter Beamter. Die Beamten waren auf den spontanen Klassenkampf nicht vorbereitet. Das hinzugezogene SEK und die Landesreserve aus Magdeburg gerieten zwischen die feindlichen Linien. 17 Jugendliche wurden vorläufig festgenommen. Opfer gab es auf allen Seiten. Frank Stock liegt seit dieser Nacht im Krankenhaus. Ein Pflasterstein zertrümmerte seinen Fuß. Mit Gewalt, was anderes hilft nicht mehr. Meiner Meinung nach geredet wurde genug. So, mit dem Reden ist, glaube ich, vorbei. In meiner Meinung, mit den Nazis kannst du nicht mehr reden. Wenn sie auftauchen, dann wieso bloß in der Masse. Und deshalb von mir oder von unseren Kumpels braucht auch keiner mehr alleine wegzugehen. Irgendwie abends in der Stadt oder so. Seit der Wende hat die Auseinandersetzung zwischen Linken und Rechten in der Stadt im Ostharz Tradition. 150 gewaltbereite Jugendliche hat die Polizei im Visier. Und seit kurzem versucht auch die rechtsradikale Freiheitlich-Deutsche Arbeiterpartei FAP Fuß zu fassen. Man hat Großes vor. Ein Ortsverband soll gegründet werden. Zusammen mit den Kameraden aus dem Westen will man die Rotfront zerschlagen. Zwischen rechts und links Gewalt, wie eigentlich überall. Auseinandersetzung liegen eigentlich an der Tagesordnung. Durch die Unterschiedlichkeit in der Weltanschauung, der Meinung und sowas. Ja, und wie schon gesagt, bei uns eigentlich an der FAP, wir stehen eigentlich nicht auf Gewalt. Bloß das Erschreckliche ist es ja, dass die Gewalt sich eigentlich dann gegenseitig hochspielt. Wenn einer mal angefangen hat, was weiß ich, eine Schlägerei oder sowas, das baut sich dann gegenseitig auf. Das ist wie so eine Art Wettrüsten, ja. Erst mit Fäusten, dann mit Baseballschlägern und so weiter, ja. Die Hochburg der sogenannten linken Szene ist das Schiefe Haus im Zentrum der Stadt. Der inoffizielle Treffpunkt des politischen Gegners wurde schon mehrmals von den Rechten gestürmt. Mittlerweile ist man dort ziemlich genervt, denn die Stadt hat wegen der ständigen Krawalle die Gelder gestrichen. Wir haben das Ziel, irgendwie in Freiheit zu leben und unser Ding zu machen. Und wenn uns irgendwer dabei bedrängt oder irgendwer der Meinung ist, er muss uns irgendwie weghaben von der Bildfläche, weil wir nicht so aussehen wie er, dann wehren wir uns dagegen. Eigentlich ist unser einziges Ziel halt zu leben irgendwie und
versuchen, so zu leben, wie wir uns das vorstellen und uns davon keinem reinreden zu lassen. Und reinreden tun uns im Moment diese Leute, die sich da, was weiß ich, Skinheads, Neonazis, Faschos nennen, wie auch immer. Mein Auto haben sie auch zweimal kaputt gehauen. Und. Das sind so Kleinigkeiten, die Frust schüren, klar. Das sind keine großen Sachen, die irgendwann an die große Glocke kommen, aber ein kaputter Rückspiegel kostet 200 Mark, eine kaputte Heckscheibe kostet 400 Mark. Nachts, ja. Das sind halt die kleinen Dinge, die dann die Aggression in den Leuten anstauen. Und da, wie Gunnar schon gesagt hat, da reichte nur so ein Fingerschnippen und dann kommt es eben zur Auseinandersetzung auf offener Straße. In den Streit gerät auch schon mal ein Unbeteiligter. Der 19-jährige Sebastian wurde von rechten Jugendlichen brutal zusammengeschlagen. Juli bin ich mit meinem Freund über den Marktplatz Rosenhausen gefahren. Und dort hinten auf der Kroatenstraße stand eine größere Gruppe von Skinheads. Als sie uns dann gesehen hat, die größere Gruppe, da fing sie dann gleich an, haben Parolen gerufen, ja, wir Schweine und so, wir kriegen euch. Sind sie auf uns drauf zugelaufen, wir natürlich die Fahrräder weggefahren, ja. Und dann haben sie angefangen, Steine zu werfen. Wir natürlich gemacht, dass wir wegkamen, wir sind wirklich um unser Leben gefahren, ja. Links und rechts haben wir gehört, wie die Steine neben uns eingeschlagen sind. Und jedenfalls sind wir dann hier die Straße lang gefahren. Und hier vorne an der Sparkasse stand die zweite größere Gruppe von diesen Leuten. Die Stimmung unter den rechten Jugendlichen war an diesem Tag denkbar schlecht. Das Ordnungsamt hatte den geplanten Sonderparteitag der FAP in Wernigerode untersagt. Mit der Videokamera wollte man sich den Frust von der Seele drehen. Sebastian wurde zum geeigneten Motiv. Ich bin dann mit dem Fahrrad ins Trudeln gekommen, weil wir ja ziemlich schnell waren. Bin dann hier gegen die Bordsteinkante gefahren und bin dann hier vorne gestürzt. Bin dann hier vorne gestürzt und dann habe ich bloß mal gesehen, wie dann die Leute alle angelaufen kamen, haben auf mich drauf eingeschlagen, zugetreten und dann nach etlichen Schlägen bin ich dann bewusstlos geworden. Die Kamera lief auch, als das Opfer attackiert wurde. Ruhe! 11 Wochen war Sebastian nach dem Überfall krankgeschrieben. Ich habe mir zum Beispiel einen Schädelbasisbruch zugezogen, eine Trümmerfraktur, überall blaue Flecke, Abschürfung, blaues Auge. 20.000 Jugendliche gibt es hier, 3.700 ohne Arbeit. Doch das Motiv für die Gewaltbereitschaft, so meint der stellvertretende Bürgermeister, liegt woanders. Das sind Jugendliche, die entweder in der Schulausbildung noch sind oder einen Lehrplatz haben oder berufstätig sind, die also eigentlich in verhältnismäßig gesicherten Verhältnissen sind. Und dennoch geradezu als Freizeitvergnügen und zur Selbstbestätigung sich in der Gruppe suchen und finden und in der Gruppe auch gemeinsam Aktionen planen, um bewusst auch Erwachsene zu provozieren, bewusst die Polizei zu provozieren. Doch für die Jugendlichen ist der Kampf zwischen rechts und links schon lange kein Spiel mehr. Man hat sich auf die aggressive Stimmung in der Stadt eingestellt und lebt damit, so gut es geht. Die Rechten kannst du nicht zerschlagen, die Rechten kannst du nur bekämpfen. Zum Beispiel hier in Wernigerode, weißt du so ungefähr, was da für Leute rumhüpfen. Ne? Und wenn du die halt alleine triffst, dann musst du ihnen welche draufgeben und ist gut. Bloß das ist immer das Problem, weil sie ja nie alleine sind und sich immer nur zu 15, 16 Männern auf die Straße trauen. Und dann natürlich die große Schnauze riskieren. Was entsteht, ist Wut, ja. Vielleicht auch so Hass oder so, ja. Wenn man sieht, wie wenn so irgendwelche Kameraden, wenn man die im Krankenhaus besuchen muss, zusammengeschlagen, mit irgendwelchen Baseballschlägern oder Eisenstangen oder sowas, das ist... Ja, da baut sich das auf, ja. Nach der großen Schlägerei vor 9 Tagen ist wieder angespannte Ruhe eingekehrt. Eine Hundertschaft der Wernigeroder Polizei hält sich nun an den folgenden Wochenenden bereit. Was tun mit den Kids, die Sieg Heil schreien, sich für Neonazis halten und kaum wissen, wie das geschrieben wird? Ein autonomes Auf die Fresse dürfte das Problem nicht lösen. Da ist es gut, wenn engagierte Sozialarbeiter über neue Wege zur Bekehrung der Jungrechten nachdenken. Ob das so aussehen muss wie in Dresden, ist eine andere Frage. Dort schickte man stramme Rechte auf Staatskosten nach Israel. Was dabei herauskam, gleich nach der kurzen Unterbrechung. Nachhilfeunterricht für Unbelehrbare, das sollte es wohl sein. Ein Trip für stramme Rechte und militante Neonazis nach Israel, um sozusagen am lebenden Objekt zu studieren, dass Juden auch Menschen sind. Eine sozialtherapeutische Bildungsreise über die Grenzen des Geschmackes. Markus Fischötter berichtet. Eine Bildungsreise ins Heilige Land, 50 Jahre nach dem Holocaust.
10 Tage lang, vom 16. bis 25. Oktober, tourte eine Gruppe von 21 Rechtsradikalen und 6 jüdischen Bürgern aus Dresden durch Israel, auf Staatskosten. In Jerusalem stoppte die Truppe an der Klagemauer, in Yad Vashem besuchte sie die Holocaust-Gedenkstätte und am See Genezareth stand eine Bootspartie auf dem Programm. Der Jugendclub Espe im Stadtteil Gorbitz ist der Treffpunkt der Dresdner Neonazi-Szene. Hier wurde die Reise nach Israel geplant. Die Jugendlichen durften die Teilnehmer selbst bestimmen. Heraus kam ein bunter Haufen aus Hooligans, Mitläufern und überzeugten Nazis. Ziel der Urlaubsfahrt: der Abbau von Vorurteilen. Ich dachte erst, jeder Jude hat eine Hakennase, so wie es so durch meinen letzten Stiefvater gesagt worden sind. Jeder hat eine Hakennase, der ist ein Jude. Und aber in Israel ist mir aufgefallen, dass von sehr dunkelhäutig bis blond alles vorhanden ist. Also ist für mich festgestellt, dass das keine reine jüdische Rasse, aber es wirklich ein absoluter jüdischer Glauben gibt. Man hat drüber nachgedacht und man ist auf irgendeinen Weg auf die Leute zugegangen, die sind auf uns zugegangen und wollen wir das so annehmen, man kann nicht sagen, man geht zu der Reise, kommt wieder und sagt, ja, jetzt habe ich mich vollends geändert, ich habe eine total andere Meinung, wer sowas macht, hat keine Meinung. Es hat sich was bewegt. Man hat dort gebaut, man hat sich was geschaffen. Und durch das Geschaffene hat man sich dort einen Nationalstolz aufgebaut, einen Zusammenhalt. Und ich meine, Israel hat seinen Nationalstolz, warum soll Deutschland, die Deutschen, die in Deutschland leben, auch nicht Nationalstolz zeigen können? Bloß weil wir die Vergangenheit haben. Bloß kann doch jeder stolz auf sein Land sein, wie Israeli auf sein Land. Und da möchte ich bitteschön auch als Deutscher auf Deutschland stolz sein. Die Kosten der Reise, insgesamt 60.000 Mark, wurden von der Stadt Dresden bezahlt. 40.000 Mark davon flossen aus einem Fonds für jüdische Mitbürger, die restlichen 20.000 angeblich aus einem Anti-Gewalt-Fonds der Bundesregierung. Zahlt man 2.500 Mark pro Neonazi, der einer verbotenen Organisation angehört, der auch noch für sich werben kann, kommt zu uns, dann könnt ihr reisen auf die Golanhöhen, nicht, und so weiter. Das gibt man aus und gleichzeitig gibt die Stadt Dresden zu wenig Geld für Jugendarbeit aus. Das kann ich verstehen, weil ich auch zu wenig Geld dafür habe. Es ist eine Geldverschwendung um einer sehr fragwürdigen Publicity willen und die Stadt Dresden macht eine Werbung von sich, ein Image von sich als Brutstätte der Neonazis und hat eigentlich einer mal darüber nachgedacht, was ein Israeli empfindet, dessen Eltern vergast worden sind, der vielleicht aus Sachsen stammt, wenn jetzt sächsische Neonazis durch Israel marschieren und dann mit ihren Stiefeln in das Holocaust-Museum gehen. Ausgedacht hat sich den Israel-Trip Marita Schiefer-Decker-Adolf, seit 3 Jahren Ausländerbeauftragte der Stadt Dresden. Die gelernte Sozialpädagogin leitet seit einem Jahr ein Anti-Gewalt-Projekt für Rechtsradikale. Nach einer Begegnung mit Überlebenden des Holocaust äußerten einige Jugendliche den Wunsch, nach Auschwitz zu fahren. Bei uns ging es im Grunde immer nur gegen den Staat Israel an der Stelle, aber mit dieser Sache hatte der DDR-Staat nichts zu tun angeblich. Und ich denke schon, das ist eine sehr große Verdrängung gewesen. Ja, und so sind natürlich dann auch diese Reisen in diese Konzentrationslager irgendwo verlaufen. Im Grunde, das sind die anderen gewesen. Und guckt mal, dort leben die in Hamburg oder Bonn oder so. Und ich dachte mir, im Grunde kann mit diesem Hintergrund gar nicht viel passieren in Auschwitz. Und habe mir dann gedacht, wenn die eben in Israel wirklich diese Menschen erleben, und die haben also sich verabredet mit den schönen jüdischen Mädchen, dann passiert natürlich in Auschwitz viel mehr, wenn die sich vorstellen, dass die dort vergast wurden oder die Kinder, die sie gesehen haben. Die Jugendlichen waren von der Idee begeistert. Rasch begann man mit der Rekrutierung der Reisegruppe. Bedenken wie etwa die des israelischen Generalkonsuls ließen Marita Schiefer-Decker-Adolf kalt. Immerhin lud sie noch 6 jüdische Bürger aus Dresden ein, an dem Trip teilzunehmen. Mitgefahren ist auch ein Journalist. Es war eine Spannung von Anfang an da. Es war von jüdischer Seite zunächst Verblüffung, Verärgerung, Verbitterung darüber, dass sie feststellen mussten, mit wem sie da 10 Tage in Israel verbringen. Das wussten sie zu dem Zeitpunkt nicht. Ist Ihnen nicht gesagt worden vorher? Es ist ihnen nicht gesagt worden. Mir haben 3 Teilnehmer aus der jüdischen Gruppe heraus auf mehrfaches Nachfragen meinerseits, warum fahrt ihr ausgerechnet mit Leuten mit, von denen ein Teil Nazis sind? Da hat man mir gesagt, wir haben es nicht gewusst. Uns hat man in Dresden gesagt, diese Gruppe setzt sich aus rechts angehauchten jungen Deutschen zusammen. Die Details behielt die Ausländerbeauftragte für sich.
Da traf es sich gut, dass sich das Interesse ihres Vorgesetzten an dem riskanten Unternehmen in Grenzen hielt. Die Tatsache, dass die jüdische Gemeinde einbezogen war, war für mich ein Indiz dafür, dass das Grundkonzept stimmig sein kann. Nun sagt die jüdische Gemeinde, aber sie hat damit gar nichts zu tun gehabt. Die jüdische Gemeinde ist genauso teilweise nur einbezogen gewesen, wie ich einbezogen war. Also ein Alleingang von Frau Schieferdecker-Adolf? In einigen Dingen ein Alleingang, in anderen gab es bedingte Abstimmungen. Ihre Bomberjacken und Springerstiefel hatten die Rechtsradikalen wohlweislich zu Hause gelassen. Man trug Freizeitkleidung, Militarierhemden, Lanzermützen und schwere Lederhalbschuhe mit stahlverstärkten Sohlen. Die Zugehörigkeit zu Parteien war im Vorfeld der Reise kein Thema. Das hatten sich die Jugendlichen verbeten. Nur gewalttätig sollten sie nicht sein. Das ist eine Bedingung. Ich habe das jetzt nicht gesagt, bist du jetzt nicht gewalttätig oder so, dann hätte der vielleicht gesagt, nein, sondern ich habe das anders in Erfahrung gebracht. Ja, weil das wirklich, das wäre tatsächlich unverantwortlich, dann mit solchen zu fahren, denke ich. Aber die Wiking-Jugend ist sehr gewalttätig. Ja, ich muss aber wirklich sagen, ich habe von dem Frank Hagen erst in Israel erfahren, dass er bei der Wiking-Jugend ist. Also das hat mir im Grunde Herr Scherer erst gesagt. Aber die Jugendorganisation der NPD und der REP sind auch gewalttätig. Ich denke aber, die Jungs, die mit waren, sind es zumindest körperlich nicht. Sie haben mir gegenüber in Gesprächen alle ausnahmslos betont, dass sie Gewalt als Durchsetzung ihrer ganz speziellen politischen Ziele befürworten. Auf meine Frage, ob sie denn selbst auch den Stein aufheben und werfen würden, ob sie selbst möglicherweise sogar den Molotow-Cocktail werfen würden, wie das in Rostock-Lichtenhagen der Fall gewesen sei, haben sie mir alle ausnahmslos gesagt, ja. Dennoch, der befürchtete Eklat blieb aus. In Gesprächen mit Juden entdeckten die Jugendlichen sogar Gemeinsamkeiten. Der hat zu mir gesagt, in Israel, das ist das Land der Juden, wir nehmen jüdische Emigranten, alle. Da wurde die Frage gestellt, und aus dem Ausland so, kann man da auch hierher kommen so? Kann man da auch hier um Asyl? Und er sagte, was wollen wir mit den anderen hier? Ja, haben kaum für uns Platz, wir können uns das nicht leisten. Und jetzt muss er durchfragen, können wir uns als Deutschland das leisten? Was wollen die hier? Die haben mehr zu Hause als hier in Dresden oder in Deutschland. Hat sich an dieser Einstellung was geändert? Es wäre vermessen zu behaupten, dass die jetzt nach 10 Tagen Israel in ihrem Denken völlig verändert sind. Das habe ich vorher auch nicht angenommen. Ich denke aber, dass sich diese Jugendlichen auch durch die Vorarbeit, die hier passiert ist, ja, wirklich ein Stück auf den Weg gemacht haben. Inzwischen wird im Dresdner Rathaus über weitere Reisen nachgedacht. Trips zu Türken, Polen und Zigeunern nicht ausgeschlossen.